Evening, guten Abend. This is another in our series of conversations that we're having with professionals around the world to be able to help you, intended parents, to learn more about the surrogacy process. Unfortunately, mein Deutsch ist nicht gut, and so I am doing this in English, but our guest this evening, Thomas Oberhäuser, will be answering me in German because he is one of the top German lawyers with whom we work. So, guten Abend, Thomas. Good Abend, Richard. Hi. Thank you very much for agreeing to talk to us today. This is really a conversation between you and me on the steps for an intended parent from Germany who is looking to move the process forward in family building in the United States, and what are the steps that they would need to do and things they would need to think about so that they're doing this in a way that they're legally protected, obviously in the United States through that system, but also in Germany. Do you want to just give us a high-level overview of who you are, what you do, and then we can run into the actual process itself? Okay. My name is Thomas Oberhäuser. That's how we spell it here in Germany, not Oberhäuser, but you can tell me Thomas, of course. I'm a migration lawyer, actually. So I am doing migration law since about now 23 years. And since about maybe 11 years, I'm working on surrogacy processes, beginning with a couple who are doing this process in India and had big problems to come back. So they try to find someone who's working on the field of migration to get their children back to Germany. And that was me. And that was the first time I got in touch with surrogacy and intended parents and all these things. And it was a very new field for me. And I was not so happy about these people who went abroad to make something that is not according to our laws here in Germany and then got problems to come back. But I was not afraid at all about the reaction of the German government, who denied parents with two kids, twins in India, staying there for nearly 2 years in India before they can come back on a very difficult way too. And so I think, well, it should be a very good idea to tell people before they start this journey what they really have to be aware of. And so that's why I work in this field now for about 11 years. And well, that's part of my job. Brilliant. Well, and thank you. I mean, I've known you for a while and you've helped a lot of our clients go through this process, and they've all raved about how good you are. So vielen Dank. I think we can go straight into it then. I mean, in your experience, a lot of experience you have, and you can do this in German if you want, just tell me when you're done. Do you want to give people the high level that they need to think about before they start from a German perspective? Yeah, so I think I switch to German because most clients will be Germans and understand my German better than my English. Ja. So, zunächst mal, aktuell sind wir in einer sehr glücklichen rechtlichen Situation, weil der deutsche Gesetzgeber schlechterdings nichts macht, nichts regelt und deswegen alles sich auf 2 Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, also unseres obersten Bundesgerichts, berufen lässt, die im Wesentlichen gesagt haben, fast immer ist die Anerkennung einer amerikanischen Gerichtsentscheidung, die die Wunscheltern zu Eltern erklärt, in Deutschland anzuerkennen. Fast immer heißt, es gibt eine Konstellation, wo der Bundesgerichtshof sagt, das wissen wir nicht so recht. Das ist die Situation, wenn kein Wunschelternteil mit dem Kind genetisch verbunden ist. Dann sagt der BGH, ist es fraglich, ob tatsächlich es zum Wohl des Kindes geboten ist, diese Entscheidung anzuerkennen. Auch da würde ich sagen, jedenfalls wenn klar ist, dass ein Elternteil rechtlich durch eine Vaterschaftsanerkennung zum Beispiel Elternteil wird sich im Ergebnis nichts ändern. Auch da wird man die Gerichtsentscheidung anerkennen müssen. Aber das hat der Bundesgerichtshof eben noch offen gelassen. Insoweit wäre, wenn eine genetische Verbindung zu dem Kind fehlt, ein gewisses rechtliches Risiko da. Ansonsten muss man sagen, ist das, was der Bundesgerichtshof entschieden hat, für uns, für Sie als Wunscheltern, schlechterdings ideal, weil es eigentlich, wenn man es richtig angeht, keine rechtlichen Risiken mehr gibt. Es gibt einen Punkt, den man vor dem Beginn quasi des Verfahrens überlegen muss. Das ist die völlig risikoarme Variante und die etwas risikoreichere Variante, die aber auch bloß
am Anfang oder zwischenrein risikoreich ist. Im Ergebnis ist beides das Gleiche. Im Ergebnis führt es zur Anerkennung der Gerichtsentscheidung. Der Unterschied zwischen beiden Verfahren ist, die risikoarme ist die Entscheidung oder die risikolose fast Entscheidung, ist die, eine Leihmutter zu wählen, die nicht verheiratet ist. Dann kann man nämlich als jedenfalls männlicher Wunschelternteil die Vaterschaft anerkennen. Und dann steht eben nach deutschem Recht auch schon fest, dass ein Elternteil rechtlich bereits der Elternteil ist. Und das führt dazu, dass man auch bei der Einreise und wenn irgendwelche Kontrollen kommen, wenn die Ausländerbehörde irgendwelche Schwierigkeiten macht, wenn die Anmeldung Schwierigkeiten macht, Kindergeld bezogen werden muss, die Krankenversicherung umzieht oder sonstiges, immer dann schon feststeht, als nach deutschem Recht, unabhängig von der Parentage Order, die Wunscheltern bereits rechtlich die Eltern, jedenfalls ein Elternteil vorhanden ist, sodass auch nicht die Gefahr besteht, dass das Jugendamt sagt, wir brauchen hier einen Vormund, weil die Kinder rechtlich nicht vertreten sind. Das heißt, wenn man das schafft, eine nicht verheiratete Leihmutter zu finden und die Vaterschaft anzuerkennen, dann ist überhaupt kein Problem, auch bei der Einreise, nach der Einreise bis zur Anerkennung der amerikanischen Gerichtsentscheidung, also dieser Parentage Order, mit dem Aufenthalt des Kindes, mit Krankenversicherung etc. Das ist aus meiner Sicht noch immer der bevorzugte Weg, weil er einfach alle Risiken quasi von vornherein wegnimmt. Da machen allerdings gerade die Auslandsvertretungen Schwierigkeiten, weil sie sagen, naja, wenn diese Gerichtsentscheidungen anerkannt werden, dann müssen wir jetzt auch keine Vaterschaftsanerkennungen mehr beurkunden. Da streite ich gerade mit dem Auswärtigen Amt etwas, ob das richtig ist. Aber man kann die Vaterschaft auch anderweitig anerkennen. Der etwas risikoreichere Weg ist das, was ich eben quasi mittelbar schon gesagt habe. Wenn man eine Leihmutter wählt, die verheiratet ist, dann hat man das Problem, dass man die Vaterschaft nicht anerkennen kann. Dann muss man warten rechtlich, dass man eben auch in Deutschland festgestellt wird als Elternteil durch die Anerkennung der amerikanischen Gerichtsentscheidung. Das ist ein Prozess, der mehrere Monate dauert, auch nicht furchtbar lang, aber manchmal dann doch irgendwie auch 12 Monate oder 15, sodass es ein Zeitraum ist, wo es eigentlich klar ist, wie das Ergebnis ist, aber unklar ist, was in der Zwischenzeit rechtlich gilt. Und da gibt es eben dann auch Familiengerichte, die sagen, ja, die Kinder haben momentan keine gesetzlichen Vertreter in Deutschland, deswegen bestellen wir das Jugendamt als Vormund. Das ist so das größte Risiko, das passiert, dass das Jugendamt Vormund wird, aber es passiert nicht, dass die Kinder aus der Familie gerissen werden. Also es ist schlicht so, dass dann das Jugendamt eben wichtige Entscheidungen für das Kind theoretisch treffen muss, weil eben kein sonstiger Sorgeberechtigter in Deutschland vorhanden ist. Und praktisch ist es wiederum auch so, dass wenn man ein Kind zum Arzt bringt und sagt, man ist Eltern, das Kind muss behandelt werden, da wird der Arzt jetzt nicht schauen, ob da irgendwie eine gesetzliche Vertretungsmacht besteht oder nicht. Also das habe ich auch nie erlebt, dass da irgendwie Schwierigkeiten gab. Also dann mag es rechtlich wieder so sein, dass das Jugendamt zustimmen muss, aber praktisch tun es halt die Eltern trotzdem. Und im Übrigen ist ja das, was das Jugendamt nachher entscheidet, meistens auch nicht anders als das, was die Eltern selber entscheiden würden. Es ist aber halt es ist eine quasi dritte Person in der Familie drin, auf die man gern verzichten würde, meine ich. So, aber das ist eine Entscheidung der Wunscheltern, ob sie sowas billigen, ob sie sowas schulterzuckend hinnehmen oder sagen, nee, das wollen wir halt gar nicht haben. Dann muss man eben eine nicht verheiratete Leihmutter wählen. Aber ansonsten ist die Wahl der Leihmutter das Einzige, was man im Vorfeld tatsächlich wissen muss, dass es da eine kleine Unterscheidung gibt. Und ansonsten ist der einzig wirklich relevante Punkt die Frage der genetischen Abstammung des Kindes. Dass es eben klar ist, es muss, um sicher zu sein, dass die Anerkennung erfolgt, genetisch mit einem Wunschelternteil verbunden sein. Perfect, wonderful. So viel dazu. I have no idea what you said, but it sounded great. A question that I get a lot, and you might have just answered this, is, people have started the process. They're talking to the doctors, they're talking to the lawyers in Germany, they're talking to you. Do you find that a lot of the work that you're doing, that the attorneys in the United States understand the process that you need them to go, the intended parents to go through? And do you find that there's a lot of interaction between the two of you to get those intended parents correctly helped? In der Tat ist die Zusammenarbeit zwischen den amerikanischen Anwälten und den deutschen Anwälten eher marginal. Denn tatsächlich interessiert das amerikanische Recht überhaupt nicht, was in Deutschland gefordert wird. Und wir sind in Deutschland irgendwie bloß drauf, dass diese Parentage Order unter den richtigen Voraussetzungen ergeht und dass eben nachgewiesen werden kann, dass mindestens ein Wunschelternteil genetisch mit dem Kind verbunden ist, sodass eigentlich die
Verbindung zwischen dem amerikanischen Recht und dem deutschen Recht nur quasi durch Entscheidungen hergestellt wird. Aber wir brauchen jetzt nicht wir brauchen keine Regelungen in den USA, die anders ist, als es sonst üblich wäre in den USA. Und genauso interessiert den amerikanischen Anwalt nicht wirklich, was nachher in Deutschland passiert, wenn klar ist, dass das Verfahren letztlich in Deutschland dazu führt, dass man auch nach deutschem Recht als Elternteil anerkannt ist. Also da ist eine Interaktion zwischen den beiden Rechtsvertretern im Zweifel gar nicht notwendig. Und meine Aufgabe in dem Anfangsstadium jedenfalls ist auch eigentlich nur zu schauen, ob der Leihmutterschaftsvertrag, den der amerikanische Anwalt erstellt, ob der die wesentlichen Punkte beinhaltet, die im Wesentlichen sind, dass eben die Leihmutter gegebenenfalls nicht verheiratet ist und dass sie sich bereit erklärt, zum Konsulat oder zur Not nach Deutschland zu kommen, dass das enthalten ist. Aber ansonsten ist für mich das amerikanische Recht auch nicht weiter wichtig, außer dass ich wissen muss natürlich, dass das alles seine Ordnung hat in den USA nach amerikanischem Recht und das ist immer so, jedenfalls in Kalifornien. Right. I understood that. The process itself, obviously, once a child is born in the United States, they're an American citizen by birth. The consulate in the United States for German citizens, can you get the passports in Germany, or do you have to do that when you come back? And how does the recognition work in Germany? Ja, also das mit den Reisepässen wird oftmals überschätzt. Das ist gar nicht relevant, wann und wer so einen Reisepass ausstellt. Der deutsche Reisepass berechtigt natürlich zur Einreise nach Deutschland, aber der amerikanische Pass, den die Kinder wegen Geburt in den USA bekommen, berechtigt genauso zur Einreise nach Deutschland. Und ich habe noch kein einziges Verfahren erlebt, wo die Eltern bei der Einreise mit den Kindern Schwierigkeiten bekommen hätten, weil die Kinder einen amerikanischen Pass haben und die Eltern einen deutschen Pass haben. Also die Frage der Reisepässe ist ja nur relevant für die Reise selber. Der Reisepass begründet ja nicht die Staatsangehörigkeit, sondern ist bloß ein Beweismittel. Und die Staatsangehörigkeit wird eben durch Abstammung begründet. Und nachdem das deutsche Konsulat oder nachdem die deutschen Konsulate in den USA diese Parentage Order sagen, dieses sowieso anzuerkennen, also anerkennen wir die auch gleich, können die auch theoretisch deutsche Reisepässe ausstellen. Aber bislang war es so, dass die einfach deutlich länger gebraucht haben, sie auszustellen, als das von den amerikanischen Behörden für die Ausstellung der amerikanischen Pässe galt. Jetzt hat sich mit Corona alles Mögliche geändert. Jetzt sind die Amis viel langsamer. Jetzt stellen die teilweise über Wochen keine Reisepässe aus, weil sie einfach ja nicht arbeiten. Und dann ist das deutsche Konsulat willens und auch in der Lage, relativ kurzfristig Kinderreisepässe auszustellen. Das heißt also, aktuell ist die Empfehlung tatsächlich, dass man deutsche Pässe beantragt. Aber das spielt für die rechtliche Bewertung gar keine Rolle. Maßgeblich ist eben, dass der Reisepass nur belegt, welcher Staatsangehöriger man von Gesetzes wegen ist. Und mit beiden Pässen die Einreise nach Deutschland unproblematisch möglich ist. You touched on it briefly, Corona. I think Corona for everybody has kind of thrown a spanner in the works, as we say, so it's a bit harder. Have you had many intended parents getting to the United States at this moment in time? Have they been able to travel? What have they needed to do before? Das ist in der Tat sehr unterschiedlich. Also ich habe einige Mandanten, die relativ früh dran waren, denen die Einreise nicht gestattet wurde, die auch irgendwie dagegen jetzt anwaltlich vorgehen in den USA, und ich weiß nicht, ob das ein Ergebnis rechtzeitig, ich glaube eher nicht. Und andere haben über die amerikanische Botschaft in Berlin relativ, sagen wir, unkompliziert oder entgegenkommend auch das Visum bekommen. Ob das ein Zufall war, weiß ich nicht. Ob da irgendwer mitgespielt hat, weiß ich auch nicht. Aber es ist schlicht so, dass das Konsulat in Frankfurt und München, Frankfurt ist, glaube ich, deutlich unfreundlicher war als die Botschaft in Berlin. Und das kann sich natürlich auch wieder ändern. Aber aktuell ist es natürlich ein großes Risiko, wenn man jetzt den finalen Teil dieser Reise quasi antreten wollte, in die USA zu kommen. Also weiß nicht, wie das funktioniert. Und man kann bloß hoffen, dass die Amis ein Einsehen haben, weil das Kind, das auf die Welt kommt, der schließlich amerikanischer Staatsangehöriger ist, und dass die erkennen, dass man dann auch solche Drittstaatsangehörigen einreisen lassen sollte, halte ich für eher naheliegend. Aber manchmal ist die amerikanische Regierung ja etwas schwierig. Yeah, I think that said it all.
moving away from Corona, obviously the surrogacy process itself, you can have egg donors, sperm donors, and a surrogate, is open to heterosexual couples and same-sex couples. From a German perspective, what are the differences if you're a heterosexual couple coming over to the United States to do this versus if you're a same-sex couple, and things that they need to think about from a German perspective? Ich habe noch kein einziges weibliches homosexuelles Paar gehabt. Also lesbisches Paar habe ich keine. Ich gehe davon aus, das ist auch nicht notwendig, weil in aller Regel mit einem Samenspender das Problem gelöst ist. Aber es kann natürlich auch anders sein. Also, aber ich habe noch keins gehabt. Da fällt natürlich die Möglichkeit einer Vaterschaftsanerkennung weg und macht das Ganze eben nur dann tragbar, wenn wenigstens eine Mutter auch genetisch mit dem Kind verbunden ist, also die Eizelle von ihr stammt. Im Übrigen ist es völlig belanglos, ob das Ehepaar, ob die Paare gleichgeschlechtlich oder gegengeschlechtlich sind, weil der Umstand, dass man auch in Deutschland inzwischen als schwules Paar Kind adoptieren kann, wenn auch momentan bloß sukzessiv, aber funktioniert trotzdem, führt dazu, dass man auch diese Anerkennung der amerikanischen Gerichtsentscheidung nicht mehr mit dem Argument verweigern kann, es ist ja in Deutschland gar nicht möglich. Alles ist in Deutschland eben auch möglich auf nach deutschem Verständnis richtigen Wege, und dann kann diese Anerkennung der Gerichtsentscheidung aus den USA auch nicht gegen den deutschen Ort Republik verstoßen, der sonst eingewendet wird, wenn es eben gegen grundlegende Wertvorstellungen der Bundesrepublik Deutschland verstoßen würde. Weil es eben anders auch möglich ist, ist dieses Argument schlechterdings nicht mehr tauglich, und deswegen spielt es keine Rolle, ob die Wunscheltern gleichgeschlechtlich oder gegengeschlechtlich sind. Can both parents be recognized on birth certificates, which we know they can in the United States? Is that recognized in Germany? And apologies if you touched on this. Is that recognized in Germany, having two dads on a birth certificate? Das ist eine gute Frage, und das muss man auch ein bisschen den rechtlichen Hintergrund verstehen. Die Geburtsurkunde besagt nach deutschem Rechtsverständnis nur, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort ein Kind geboren wurde. Wenn da andere Angaben drinstehen, wie zum Beispiel Name der Eltern, dann spielt das für das Recht überhaupt keine Rolle. Rechtlich relevant ist nur, wer nach deutschem Recht eben als Eltern gilt. Das ist die Gebärende, und es ist der nach dem BGB entweder der Ehemann der Gebärenden oder derjenige, der als Vater festgestellt wurde oder die Vaterschaft anerkannt hat. Es sei denn, es gibt eben so eine Gerichtsentscheidung, die alles anders macht, oder eine Adoption. Aber was dann in der Geburtsurkunde nachher drinsteht, ist ja bloß eine Folge der rechtlichen Gegebenheiten, die eben durch andere Umstände wie das deutsche Gesetz oder eben eine Gerichtsentscheidung maßgeblich beeinflusst wird, und die Geburtsurkunde spiegelt bloß diesen Rechtszustand nachher wider. Das heißt, natürlich können beide beide Wunscheltern in der amerikanischen Geburtsurkunde drinstehen, ist sogar meines Erachtens inzwischen empfehlenswert, mit Ausnahmefällen, wenn man das persönlich nicht möchte, weil man dem Arbeitgeber zum Beispiel nicht auf die Nase binden möchte, dass man eine Leihmutter gebraucht hat. Aber ansonsten rechtlich spielt es überhaupt keine Rolle, wenn die Geburtsurkunde beide Eltern, sei es gleichgeschlechtlich, sei es gegengeschlechtlich, beinhaltet. Wonderful. I have no idea what you said. One of the things that since I've been helping people has changed. When I first started helping people in Germany, there was the requirement to have a single unmarried surrogate. Is that still the case now? Ich habe es vorhin schon angesprochen, es ist nicht mehr notwendig, dass man eine nicht verheiratete Leihmutter hat. Es war früher tatsächlich sehr empfehlenswert, weil einfach eine große Rechtsunsicherheit bestand. Was macht man mit diesen amerikanischen Gerichtsentscheidungen? Gelten die oder wann werden die anerkannt? Und viele Obergerichte, eigentlich mehrheitlich die Obergerichte, haben gesagt, das kann man nicht anerkennen, das verstößt dagegen deutsche Grundvorstellungen, dass man ein ausdrückliches Verbot in Deutschland quasi umgeht, indem man das Ganze im Ausland macht. Aber diese Vorstellung ist obsolet, ist überholt. Der Bundesgerichtshof hat in 2 Entscheidungen ganz klar gesagt, dass diese ausländischen Entscheidungen zum Wohle des Kindes oder der Kinder anzuerkennen sind. Also da gibt es keinen Zweifel mehr, und deswegen ist auch nicht mehr notwendig, dass die Leihmutter
nicht verheiratet ist, dass man die Vaterschaft anerkennen kann, sondern es reicht aus, dass man eben eine Leihmutter hat und die das freiwillig macht. Es führt aber eben zu der Komplikation, die ich vorhin angesprochen habe schon, dass man eben gegebenenfalls damit rechnen muss, dass das Jugendamt als Vormund für die Zeitdauer des Anerkennungsverfahrens in Deutschland eingesetzt wird und dass dann rechtlich das Jugendamt eben Entscheidungen für das Kind treffen kann, treffen muss, praktisch aber im Zweifel auch nicht machen wird. Aber das ist halt ein Risiko, das man eingehen kann oder das man eingehen würde, was im Ergebnis nichts ändert, aber was in der Zwischenzeit halt ein paar, naja, Friktionen auslösen kann. I think I got you said it was obsolete. Great. The other thing that and again, I don't know if this is obsolete or not, does the surrogate have to now go to the consulate in the United States and give up any recognition of the child? And again, apologies if you've covered that already, but I've had people who've had to do that in the past. Is that still something that they need to do? Auch das, wenn eine Leihmutter nicht verheiratet ist, damit die Vaterschaft anerkannt werden kann, bietet es sich natürlich an, dass man das im Konsulat macht, diese Zustimmungserklärung, weil das Konsulat näher ist als Deutschland. Wenn man eine verheiratete Leihmutter hat, dann ist es sowieso nicht möglich. Das heißt, es betrifft nur die Fälle, dass die Leihmutter nicht verheiratet ist und dass man deswegen eine nicht verheiratete Leihmutter wählt, weil man diese Vaterschaftsanerkennung machen möchte. Und dann ist es auch notwendig, dass die Leihmutter zum Konsulat fährt. Rein rechtlich ist es so, man kann es auch in Deutschland machen, aber das wäre natürlich dann nach der Geburt ein Flug nach Deutschland oder auch während der Schwangerschaft ein Flug nach Deutschland. Das muss auch nicht wirklich sein, meines Erachtens. Also deswegen, bisher war auch mein Rat, wenn man auf der sicheren Bahn fahren möchte, wenn man überhaupt kein Risiko haben möchte, dann soll man eine nicht verheiratete Leihmutter wählen. Die muss dann auch zum Konsulat gehen und diese Vaterschaft oder die Vaterschaftsanerkennung zustimmen. Jetzt hat aber inzwischen die deutsche, also jedenfalls Auswärtige Amt, mir geschrieben, dass es solche Beurkundungen nicht mehr vornehmen möchten, weil diese Parentage Order in Deutschland ohnehin anzuerkennen ist. Da werde ich jetzt ein wenig rumstreiten, weil das natürlich vordergründig richtig sein mag, aber praktisch natürlich auch nicht richtig ist, weil es gibt ganz viele Folgeprobleme, wenn man nicht rechtlich bereits als Elternteil feststeht, bis zur Anerkennung. Ich denke nur an Versicherungen. Da ist manchmal wirklich notwendig, dass man zum Zeitpunkt der Geburt bereits als Elternteil feststeht, damit die Versicherung die Kosten in den USA übernimmt. Und das tut auch nur die private Krankenversicherung, wenn klar ist, dass tatsächlich rechtlich der Elternteil ist. Und deswegen, das haben die Botschaften, das hat das Auswärtige Amt nicht auf der Pfanne, aber das ist was man wissen muss. Wenn man das machen möchte, dann muss man gegebenenfalls auch durchsetzen, dass diese Beurkundung beim Konsulat vorgenommen wird oder gegebenenfalls halt die Frau nach Deutschland fliegen muss, um das zu machen, wenn es wichtig ist. Das muss man im Einzelfall schauen, ob es wirklich notwendig ist. Aber der Weg zum Konsulat ist einer, der in der Tat aus meiner Sicht sinnvoll ist, solange eben das Konsulat mitspielt. There is a move in some European countries to have egg donors that are no longer anonymous, so that the children born through an egg donation have the ability to get in touch with or know at least who their genetic mother is. Mm-hmm. Is that a move that's happening in Germany as well? Because I know it's moved, for example, in Holland, that's become the law almost. Is that something that's happening in Germany? So direkt nicht, weil wir erlauben ja Eizellspenden auch nicht. Es ist ja alles verboten. Everything is prohibited in Germany. So, aber es gibt schon Entscheidungen unseres Bundesgerichtshofs, die sagen, es ist für ein Kind wichtig, die eigene Identität zu erkennen und kennen zu können. Und dazu gehört eben auch, herausfinden zu können, ohne Hilfe der Eltern gegebenenfalls, wer denn eigentlich für mein Entstehen auch mitverantwortlich ist. Sodass man also auch dem Kind die Möglichkeit öffnen sollte, sowohl von der Leihmutter zu wissen, als auch von möglicherweise Eizellspenden oder Samenspenden. Und diese Tendenz wird sich vermutlich eher als Trend oder als Recht dann etablieren, weil es in der Tat für
nicht vorhersehbar ist, was denn so ein Kind später mal, wenn es in Pubertät kommt und irgendwelche Identitätszweifel hat, wirklich wissen möchte. Und da hat man lieber mal zu viel Informationen als zu wenige und wird wahrscheinlich auch dann eher so eine Anforderung kreieren, dass das Kind eben alle Möglichkeiten bekommen muss und nur dann auch so ein Verfahren problemlos durchgewunken wird. Das ist, wie gesagt, momentan nicht der Fall, aber die Tendenz geht dahin und ich denke, es ist auch für die Eltern eine Überlegung, die man für sich treffen sollte, was denn für mein Kind später mal wichtig sein kann. Und da man das ja nicht vorhersagen kann, würde ich auch meinen, dass es extrem sinnvoll ist, zu überlegen, dem Kind alle Möglichkeiten zu öffnen. Ob es es dann wahrnehmen möchte, ist eine andere Frage, aber wenn die Möglichkeit besteht, geht's. Wenn die Möglichkeit gar nicht besteht, kann man es halt nicht machen. Und das sollten die Eltern schon verantwortungsbewusst auch selber entscheiden. If there's a heterosexual couple who are looking to do IVF and egg donation in the United States, because obviously you can't do it in Germany, right? The egg donation part. Is there anything they need to do, or do they just go to the States, get pregnant, come back, and not have to worry about anything? Are there any recommendations that you would give them? Ja, wenn die genetische Verbindung besteht, also wenn einer von den beiden genetisch mit dem Kind verbunden ist, im Zweifel der Mann mit der Samenspende oder mit der Samenzellegabe, dann ist es rechtlich kein Problem, unabhängig davon, ob die Leihmutter verheiratet ist oder nicht. Die Anerkennung dieser Gerichtsentscheidung in den USA findet relativ problemlos statt. Wie gesagt, das ist eine Frage der Zeit und manchmal auch der Willigkeit des Gerichts, aber im Ergebnis steht es eigentlich fest, dass diese Entscheidung anzuerkennen ist. Cool. Is there anything I haven't asked you that you think is incredibly relevant and important for people embarking on this journey? Eine Frage kommt ab und zu, das ist, ob man denn verheiratet sein muss, ob man in einer eingetragenen Partnerschaft sein muss oder wie die Verbindung zwischen den beiden Wunscheltern ist. Und da ist es aus meiner Sicht extrem empfehlenswert, dass man spätestens zum Zeitpunkt der Geburt eine legale Verbindung hat, was man als gegengeschlechtliches Paar in Form der Ehe hat und als gleichgeschlechtliches in Form entweder der eingetragenen Partnerschaft oder auch der Ehe. Aber diese Verbindung sollte auf jeden Fall da sein. Meines Erachtens sollte man das schon eingegangen sein, bevor man den Weg beginnt, weil es ein gemeinsamer Prozess ist und das sollte nicht irgendwie einer mal ausscheren können. Aber das ist letztlich halt eine Entscheidung der Paare. Aber es sollte aus Rechtsgründen jedenfalls zum Zeitpunkt der Geburt klar sein, dass es dann ein Paar ist, das rechtlich eben auch als Paar gilt und nicht bloß eine lose Verbindung. Was zum einen versicherungsrechtlich manchmal Probleme bereitet, aber vor allem bei der späteren Anerkennung des anderen Elternteils als dem, der relativ einfach durch die Genetik als Elternteil festgestellt werden kann. Wenn die nicht verheiratet sind, gibt es da ein Problem, ob man das auch anerkennen kann. Great, thank you. Thomas, you are so knowledgeable. It's incredible. Thank you very much. If anybody wants to get in touch with Thomas, please send me an email. I will directly connect you with him. We will distribute his email through this. We could keep talking. I know I wouldn't understand a word you're saying, but I know that if I asked questions, you'd have answers to everything I had to possibly ask. Thank you very much for your time, and I'll see you very soon. As soon as Corona's over, we'll meet up in Germany. So. Okay. Thank you very much. Yeah. Thanks too. All the best for you and your kids. Thank you. Yeah. Keep healthy.